Hier sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind im Südosten der Insel, in der Nähe von Macarialos, und dort werden wir die Pefki-Schlucht laufen. Genau, Ja. richtig. Die sind wir schon mal gelaufen. Allerdings machen wir heute einen Rundgang. Wir sind damals nur von oben nach unten gelaufen. Und bedeutet, an dem Punkt, wo wir jetzt sitzen, kommen wir nachher auch zurück. Hoffentlich. Und ja, wie heißt das so schön? Höhe, Länge, alles, was dazu gehört, bekommt ihr natürlich auf unserem Spickzettel. Ja, geparkt haben wir da unten. Und wir bereiten uns vor auf die Pefki-Schlucht. Ja, hier kann man schon sehr schön sehen, schön ausgeschildert, und es geht erstmal ganz gemütlich los, weil wir müssen hier erstmal einen Weg bis überhaupt zum Eingang der Schlucht laufen. Der Hauptstraße gerade jetzt abgebogen. Ein kleiner Schotterweg führt uns zum Eingang der Pefki-Schlucht. Ja, und auf dem Weg zum Eingang der Schlucht kommt man hier an so einem Olivenhain vorbei. Wenn man sich hier mal diese Oliven anschaut, würde man gerne wissen, wie alt die sind. Man sieht, man läuft so ein bisschen zwischen den Olivenhainen hier durch, und ja, heute richtig schön. Ja, es ist schön sonnig, unter anderem kaum Wind, es wird langsam wärmer. Man sieht auch schon, hier geht es jetzt weiter, und man kann wirklich sagen, der Weg heute, der ist auch tatsächlich wirklich ziemlich gut ausgeschildert. Also man findet eigentlich überall die Schilder. Ja, da in der Ferne kann man eine alte Mühle sehen, und bis dahin werden wir auf diesem Feldweg durch die Olivenhaine hindurchlaufen. Und dann ein Stückchen weiter um die Biegung herum ist dann dort die Schlucht. Ja, wir kommen jetzt hier zur alten Mühle, und hier vorne ist jetzt auch direkt ein kleiner Rastplatz, und so langsam erreichen wir auch noch den Eingang der Schlucht. Hier sieht man auch so ein bisschen die Überreste der damaligen Mühle, der Wassermühle. Da unten sieht man natürlich dann auch noch die alten Gebäude. Ja, wir befinden uns noch oberhalb der Schlucht, und wie man links sehen kann, ist dort unten das Bachbett. Und jetzt gleich gibt es einen kleinen Pfad runter in die Schlucht hinein. Wir kommen hier jetzt runter. Hier ist ein kleiner Brunnen. Ja, da war zwar gerade so ein kleiner Abstieg, aber jetzt sind wir schon wieder auf so einem feinen kleinen Pfad, und wir sind auch schon fast dann unten. Sonja, packt doch schon mal die Stöcke wieder ein. Ich behalte meine. Ich mag gerne mit Stöcken laufen. Ja, also hier ist ein Loch, wo wir durch müssen. Letztes Mal war hier noch ein bisschen Wasser, und dann können wir nämlich beobachten, wie die Sonja in dieses Loch verschwindet. So, und einmal durch die Mitte, durchs Loch, und weiter geht's. Hier ist dieses Loch jetzt von der anderen Seite, wo wir gerade durchgekrabbelt sind. Und wir laufen eigentlich ja ein bisschen im Bachbett jetzt weiter runter und Richtung Meer.
Ja, hier jetzt eine kleine Eisentreppe, um ein steiles Stück dann hinunterzukommen zum Bachbett. Schöne Felsformationen hier. So, und jetzt haben wir mal einen Blick die Schlucht hoch. Da haben wir die erste Treppe. Und da fehlt was. So, diese wunderschöne Eisentreppe. Aber in der Mitte fehlen da 2, 3 Stufen. Oh, da hinten ist ein Wasserfall. Den wollen wir doch mal aus der Nähe sehen. Es ist so wenig Wasser da. Sonja meinte, das lohnt sich gar nicht dahin. Vielleicht von der anderen Seite, dass wir mal gucken gehen. Man sieht jetzt zwar noch ein kleines bisschen Wasser, aber das letzte Mal, wo wir hier waren, war hier wirklich alles voller Wasser unten im Bachbett. Nach unserem Picknick geht es jetzt hier weiter und demnächst müssten wir jetzt hier auch schon langsam aus der Schlucht rauskommen. Da sind wir dann auch am Ende der Schlucht. Da haben wir die Schotterstraße. Die werden wir jetzt gleich erstmal rechts ein Stückchen hochlaufen. Ja, und es geht ganz gemächlich bergauf. Ich hoffe, das bleibt auch so. Nicht, dass es gleich eine Steigung gibt von, ich weiß nicht wie viel Prozent. Aber in der Ferne kann man dort oben auf dem Gipfel ein kleines Kirchlein sehen. Das ist genau bei Pevky, dieses Dorf, wo wir geparkt haben. Es geht stetig bergauf. Das ist ja so beim Bergauflaufen. Und hier haben wir jetzt gleich nochmal einen schönen Blick. So ein bisschen von hier auf die Schlucht. Da ist sie. Ja, da unten sieht man die Schotterstraße. Und wir haben so einen kleinen Pfad, der geht so serpentinenmäßig hoch, damit wir also auf die andere Seite, wo ja Pevky ist, jetzt hier ein Stückchen oberhalb von diesen Felsformationen, dann die Richtung zum Dorf kommen. Wir sind hier auf dem oberen Pfad angelangt. Ein bisschen aus der Puste bin ich noch, aber es geht jetzt leicht ansteigend weiter. Das extreme Stück haben wir hinter uns. Und hier unten kann man schön sehen, da die Schlucht. Und hier vor uns kann man jetzt auch langsam das Dorf Pevky wieder sehen. Ja, eine Bombenaussicht von hier oben. Fast sind wir dort, wo der Weg ein bisschen ebener wird. Aber Aussicht ist trotzdem schön. Wir sind jetzt hier schön überhalb der Schlucht. Das Geländer hier, wo wir jetzt gerade sind und stehen, das kann man auch von unten sehen. Und ja, da unten sind wir durchgelaufen. Die Pevky-Schlucht sind wir jetzt durch und nun geht es zurück durch das Dorf Pevky und dann natürlich auch zurück nach Heraklion. Vielen Dank auch heute fürs Zuschauen und wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und wir hoffen natürlich, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.